Oh, was ist die Brave? Hey, Boefje. Buchfans, heute sind wir in Lochem und wir sind bei Hundesalon Schweinhund. Und da gehen wir heute mit der Boef gehen wir an die Arbeit. Nee, nee, natürlich nicht. Nee, wir sind heute bei Classic Opel in Lochem, Niederlande. Und was machen wir heute? Die Leute hier, die sind natürlich, die restaurieren. Nou, komm, die restaurieren Puchs. Und, na, der Boef hat satt. Ja, und die Leute von Classic Opel, ja, die Name sagt schon, die restaurieren klassische Opel, aber sind auch Buchliebhaber. Und ja, ich denke, wir gehen mal rein, mal zu dem Erwin, das ist der Inhaber hier und der kann uns alles darüber erzählen. Okay, kommst du mit? Morgen! Ah! Ah! Uiuiui. Schön! Hi. Erwin! Erwin, hi. Alles gut? Ja, sicher, Ja? sicher. Nou, der Boef haben wir schon gesehen. Ja, Aber der hat satt. Der lief der weg. Schnauze voll, oder? Ja, Schnauze ganz voll, ja, so ist es ja. Ja, Erwin, danke, dass wir hier... Ja, kein Problem. Und ja, ich sehe bereits gleich, was du ja eigentlich machst hier. Ja. Und ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist natürlich für uns Oldtimer-Liebhaber entweder alte Puchs oder alte Mofas, alte Autos, ja, egal, ne? Alles, was alt ist, ist gut. So wie wir. Genau. Ja, Schlecht, oder? Du bist 51? Ja. Ja, ich fast 53, also ja. Lesebrillen. Ja, auch schon so. Ja, ich auch. Letzte Video's gesehen, da muss ich echt so. Ja, Aber geht nicht anders. Macht nichts. Also du redest gut Deutsch. Ja, geht. Viele deutsche Kunden so. Ja, genau. Genauso wie wir eigentlich. Ja, geht von alleine. Naja, das kommt immer in Handy, weil ja, dann geht das etwas leichter alles. Ja. Classic Opel. Und Buch. Ja, Classic Buch seit Oktober letztes Jahr. Wieso? Wieso? Weil ich denke, das wollen unsere Zuschauer vielleicht wissen, weil ja, Opel, Buch, alles logisch, alles Deutsch-Österreichisch, ne? Ja. Gute Kombination. Aber wieso Buch? Ja, wieso Buch? Früher gefahren, so Ja? wie fast jeder. Ja, hier im Gegend. Ja, ich in der Nähe. 20 Kilometer weiter. Kreidler, Buch, Ja. Yamaha vielleicht. Ganz wenig. Und wir Ganz sind wenig. eigentlich aus der Zeit von Honda MT. Mein Bruder hatte ein MT und MTX. Und ich wollte eigentlich kein Mofa fahren. Oh echt? Eigentlich, aber meine Eltern haben sich entschieden, umzuziehen, andere Stadt. Meine Freunde noch bei der alten Adresse, so muss immer hin und her mit Fahrrad. Ja, nee, ist Keine zu weit. Lust drauf. Nee. Da habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe mir ein Mofa. Ja. Gefragt, mein Vater, okay, so und so. Ich denke, ihr seid umgezogen, ich musste mit, so. Ja, ist nicht genau. meine Schuld. Ja, nicht mein Problem. Hatte ich gedacht, ich bekomme da einer von ihm, nix. Er sagt von, ja, musst du einer kaufen. Ich sage, okay. Habe ich ein billiges Buch gekauft, 400 und gefahren. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Okay. Und Hat das Spaß bleibt gemacht. immer ein bisschen hängen natürlich. Ja, und der Buch habe ich noch, habe ich einen Führerschein geholt, Auto Ja. geholt, Opel natürlich. Genau. Was für einer? Ersten war Ascona B, der zweiten Kadett C, Ja. dann Manta CC, dann Ascona A und dann noch mehr Asconas und Kadetten, alles. Opel war hier in der Gegend auch ein bisschen Pflicht, ne? Ja, viel. Hier wie sagen wir das, Hinterecke? Bauerautos. Achterhoek, Bauerautos, ja. Ja. Und dann hat, glaube ich, der Benny Jolink, der hat damals einmal gesagt, was und der die haben da einen Senator gekauft. Senator glaube ich, gekauft, oder ein Sechszylinder. Commodore. Ja. Genau. Und er hat einmal in so ein Zeitschrift hier in den Niederlanden, hat er gesagt, was de lul is voor de hoer, is de Opel voor de boer. Ja, für den Bauer. Ja, was die stimmt. Schwanz ist für den Huren? ist der Opel für den den Bauern. Bauern. Ja, genau. stimmt. Das hat er damals gesagt, ja. Und ja, der wohnt eigentlich, das ist hier Ganz in der Nähe. ganz in der Nähe. Ne? Zwarte Cross, Benny Jolink, normaal.
Ja. Die Niederländer wissen gleich alles und die hier im Grenzgebiet, alle Deutschen wissen das auch. Die Ne? kommen von Heim und Verre, kommen die hier Nach zum Schwarze Cross. Schwarze und so. Cross. Wenn hier in Lochem ist normal angefangen früher. Und wenn die Ja, hier mit Campingplatz, wieder, ne? ja, und wenn die hier wieder ein Konzert geben, dann von ganz Holland kommen die. Super, ne? Ja, ist gut. Ja, Ist gut. War ein kleiner Seitenweg, aber immer Okay, schön. Buch, Ja. Führerschein. Führerschein. Buch weggestellt, habe Ja. ich einfach ganz voll mit Fett gemacht für den Winter. Weißt Ja, du, ja, das noch nicht ja, ja. gedroschen. Habe ich so weggestellt, hat 5 Jahre gestanden so. Und ich dachte, ich fahre nochmal Buch. Aber wenn man ein Auto hat und solche Autos, fährt man kein Buch mehr. Freundin. Ja, dann ist alles, da habe ich So immer geht's. Weintag aus den Scheune geholt, sauber gemacht, Ja. auf Internet und verkauft. Weg damit. Ja, So, genau. mein Sohn jetzt für 15 Jahre, ich will eigentlich Derby kaufen. Derby. Ich sag, So eine warum? moderne, ja, so ein großer moderne Auto. Mofa. Ja, schöne Mofa, übrigens. Prima, ist gut. Prima, aber hat jeder. Ja, kann jeder kaufen. Kann jeder kaufen, Genau. hat jeder. Und ich habe ihm gesagt, richtige Männer bauen. Bauen und die selber. kaufen nicht. Genau. Deswegen Genau. habe ich gesagt, okay, aber was müssen wir dann kaufen? Ich sage, ein Puch Maxi. Sagt er, Puch Maxi, was ist Puch Maxi? Kennt er gar nicht. Nee, 15 Echt? Jahre. Die weiß nur von Derby und ein Sender und die neue. ja, Scooter, alles. Die Roller haben die Ja, alle. Roller, ja, Hier. genau. Ja. Der sagt, Puch Ja. Maxi, was ist Puch Maxi? Habe ihm gezeigt auf Internet, ja, das ist für Mädchen. Ja, warte mal. Puch Custom. Ja. Guck doch mal. Okay, Buch kaufen. Ja, Buch kaufen. Oh, super. Da Ja. haben wir 2 Buchs gekauft. Ja. Einer mit Nummer, einer ohne. Ja, eine mit Kennzeichen, eine ohne ja, Kennzeichen. eine Ja. ohne. Und haben wir zum hier holländische TÜV. Ja. Der andere auch. Jetzt alles, Alles mit Kennzeichen? beide Kennzeichen drauf. Okay. Haben Super. wir einer jetzt umgebaut. Steht schon fast fertig, noch Ja. nicht ganz fertig. Wir laufen gleich dahin. Ja, und der andere wird ganz extrem. Großer Vorteil ist natürlich, du hast hier Schweißgeräte, Alles, ja. alle Werkzeuge und eine Lackierung. Lackierei. Ja. Weißt du, dann, Wir können alles machen. und dann ist das auch schön. Und da kann, ja, so wie ein Jugendlicher, ein 15 Jahre, ja, der kann natürlich viel Hat lernen. alles. Habe ich ihm auch gesagt. Hast du Ahnung, was hier alles ist? Genau. Deine Freunde haben eine Scheune Ja. voll mit Fahrrädern und die basteln mussten da. dann da schrauben. Ja. Und da kommt der Vater, ja verdammt mit der Öl, alles hier drum, weg damit. Ja, So, genau. Hier ist alles, da musst du gebrauchen. Weißt du? Ja. Du Ja, kannst da lernt Sachen man. bauen hier. Da lernt man und ja, Ja. da sind eigentlich heutzutage, aber das sagen wir alle, wir speziell die in den 50er sind jetzt, ja, die Jugendlichen, die lernen nicht so viel mehr. Nee. Und glücklich haben wir da viele Zuschauer, die verstehen das und die schrauben noch immer. Ja. Ne, super, Ja. naja, gehen wir mal zum Buchs. Ja. Mal schauen Machen und dann wir. kommen wir später. Ich weiß nicht, ich denke, das finden wir, ich auf jeden Fall. Ich bin auch ein bisschen ein VW-Mann, aber ja, was hier rumsteht und was alt ist, Jungs, das ist unglaublich. Zeigen wir später noch. Ja. Ja, Erwin, eigentlich sehe ich hier Straßenmofa, Ja, ein Custom, Renn. ja. Ja, das Auch Straßen, aber sind viele Stile. In eins kommen wir später drauf. Und da noch das letzte Projekt, denke ich. ja, wir haben jetzt 5 Buchs gekauft. Ja, Ab Oktober und hier haben wir jetzt 3. Da ist noch einer bei einem Freund, da muss noch Teile gemacht werden. ja. Und wir haben noch einer bei dem der macht die Entlacker. Dreharbeiten, Ja, die macht die ja. Dreharbeiten, Ja. Buchsen und alles. Und ich habe noch einer bei dem Entlacker, ein Okay. Frame. Das war ein gutes Frame, aber nur viel lackiert, vielmal lackiert. Ja, und dann okay, aber die haben du- wir zum Entlacker gebracht, der wird ganz Das ist entlackt das, und dann kommt er zurück. chemisch entlacken. Ja, also, ja, was im du auch, Tauchbad, was was du auch wir mit auch mit deiner- den Karosserien machen. Das wird entlackt, entrostet. Kommt der Inside Tank ist dann auch alles wieder sauber. ja, dann ist alles super. ist alles Muss man das 100%. noch, denke ich, Tank noch neu versiegeln? Ja, ich denke ja, machen wir. Oder ja, wenn Ja, das ja. eigentlich blitzblank ist. Ja, das ist da sauber und ohne Rost. Alles ganz Ist das auch gut, fix, ne? fix und fertig. Buchmaxi Europa Ja, mit einem Twist. Es ist, denke ich, ein P1, oder? ja, stimmt. Ich sehe ein P1 Gabel. Ja, aber der war übrig von dem. Ah, okay. Also Das war, es ist ein ich habe die Buchmaxi gekauft als Frame, nur als Frame. nur als Rahmen. Ja. Ah, okay. Ja, weiter nix. Alles klar. So, der Rest der Teile hatten wir schon hier liegen und wir haben das zusammengebaut. Ja. Erstmal für den holländischen TÜV. Hat Kennzeichen also? Noch nicht. Ah, Muss noch nicht? Nee, Ah, muss muss noch noch passieren. Ja, Ah, deswegen machen wir erstmal so zusammenbauen.
so als Straßen. Und dann mal gucken, wenn er fertig ist, zerlegen, neu lackieren, neue Aufkleber. Und mit Setup, mit Motor ziemlich original. Original. Keine, Nix, keine nee, Bock auf nee, Polizeiprobleme? Nee. Nee, okay. Nee, der ist, weißt du, mein Sohn ist 15 Jahre, der wird der 1. August wird er 16. Ja? Wenn man mit so einem Mofa hier auf der Nee, Straße bist kommt, du gleich dran. gleich dran. Bist du gleich Wenn dran. das Ding dann 70 läuft, ist das schon weg. Dann, ja. Es darf aber so aussehen, aber dann lass das einfach 45, 50 laufen. Ja, ist das er kein läuft Problem. jetzt 53. Dann ist es wir kein müssen Problem. noch mal gucken, wegen Zahnrad oder was wir noch machen können. Weil, wie schnell war es? 53 läuft er. Eigentlich, Das ist echt die Grenze. Ja. Ja, want dan muss man hier in den Niederlanden, wenn man zum Beispiel schneller als 53 fährt, dann bekommt man hier eine WOK-Meldung. Und Ja, das ist Boxstatus, ja, ja. Warten auf Prüfung. Prüfung. Und das Problem ist dann, Kennzeichen wird eingenommen und ja, das ist viel Arbeit. Das kostet auch wieder eine neue Prüfung. 240 Euro. Nee, Ja, 240 Euro. das war zuletzt noch 179. Nee, jetzt ist Prüfung nur wegen Kennzeichen, ist 131, haben wir Also bezahlt. das ist billiger geworden und Ja. das war auch 179. Ja, das ist nur für Kennzeichen. Die gucken da gar nichts, bremsen nichts, gar nichts. Die gucken nur, okay, Fahrgestellnummer, stimmt. Aber die Fertig. kontrollieren nicht auf Spiel oder... Gar oder, nichts. Nee. Nee. Kennzeichen ist Mein dann- Sohn hat das Ding so zusammengebaut, alles spielungfrei, alles bremst, alles in Ordnung. Wir kommen da an, er hat gefahren von einem Hänger zu drin. Echt? Der Prüfer hat gesagt, okay, Ja, das ja. ist, was ist das für ein Buch? Ja, ich glaube P1, aber bin ich sicher. Sieht ganz ja, nett ich aus. muss Baujahr wissen und letzter Besitzer muss ich wissen, dass der nicht geklaut ist. Ja, ja, okay. Und er hat nur die Wheelbasis, sag mal, wie Ja, sagt man das? ja, ja, hat er aufgemessen. Da hat er so ein altes Buch genommen mit Bildern von Buch. das Da ist hat er echt- gesagt, oh ja, Sitz stimmt, das stimmt. Ja, okay, das ist P1. Also diese Maße ist P1? Ja, das ist P1. Okay. Und dann hat er gesagt, okay, warte hier mal. Wir haben Kaffee genommen da. Ja. Dann kam er zurück und wir dachten, dann wird jetzt geprüft. Bremsen, schnell, Lärm. Spiel auf, alles. auf Lenkkopf. Ja, dann hat er die Papiere. Ja, ist perfekt. Also Zahlen und Prima. weg. Ich sage, aber muss doch geprüft werden. Nee, ist nur für den Brief, für den Kennzeichen, weiter nichts. Der hat schon Gutachten für Holland. Das ist die Nummer hier, die NL-Nummer. Ja, Nummer ja, 8. ja. Ja, Da hat stimmt. er gesagt, der ist schon geprüft, so ich brauche nur für Kennzeichen. Eigentlich fremd, ne? Weil wenn man mit einem Auto kommt oder so, dann, ja, das geht nicht. Er Ne? hat noch nicht mal so gemacht. Noch nichts, gar nichts hat er gemacht. Oder Glück gehabt. War das um 4:30 am Freitag? Nee, um 3 Uhr mittags. Der 3 Prüfer Uhr. wollte Feierabend machen. Nee, Mittwoch 3 Uhr. Na, Normaler Termin, auch nicht, kein Stress da, alles in Ruhe. Er hat gar nichts geguckt. war das nur in Deutschland auch so einfach, ne? Ja. Ja, und dann haben wir das hier noch, Ja. ne? Ja, Ja, ja. mal was anderes. Erste, was mir auffällt, Farbe. Ja. Logisch, du hast hier eine Lackierei. Und da haben wir eigentlich dabei genommen. Ja, Das war der Anfang. Super Kombi, ne? Das war der Anfang. Also- der war blau, original. Ja, und das dann ist- hat er gesagt, ich muss noch mal einen Helm haben. Ich sage, okay, such dir erstmal einen Helm aus und dann... und das ist ja, perfekt. eine Bronze, Bronzebraun, grau. ja. Das ist echt eine sehr, sehr, ja, wie sagen wir das, spezifische Farbe. Ja, Ich spezieller laufe mal Farbe. zu dieser Seite. Ja. Auspuff, umgeschweißt. Ja, Das ist eine. Was ist das gewesen? Weißt du nicht. War bei den Teilen. ja, der war Ja. drauf. Weil du hast natürlich auch, wenn ich das so sehe, 5 Maxis, auch viele Teile noch. Ja, wir haben sowieso Motoren. ja, viel gekauft schon, Projekte, Gestrandprojekte und Ja. bei euch viele Ja, Teile. ja, ja. Und ja, Super. wir haben mittlerweile so ein bisschen Teile Ja, Teile ein genug. ganzes Regal mit, Ja, wir mit können sowieso Gebrauchteilen. mehrere Puchs aufbauen. Ah, Mit super. Felgen und Blocken, Motoren und... Ja, und dann auch hier wieder, ja, das ist eine Gabel von einer. Das ist Derby oder so auch? Nee, das ist ein Universal von Marzocchi. Haben wir gebraucht gekauft. Ja, weil die sind neu nicht bezahlbar. Ich denke so 800, 900 Euro. Ja, die sind, aber das ist, ja, super Arbeit, Jungs. Und dann hier Buchsen gedreht, sehe ich, mit Ja, gemacht für die Konigslager. Konigslager ja, drin. Ja. Ja, machen wir auch immer beim Rennen übrigens. Ja, ist besser, stabiler. Viel, viel besser. Ja, Ja. natürlich, das ist das Beste, was man kaufen kann. Und Marzocchi, ich denke auch nicht schwer. Nee, geht noch. Geht denke noch. 7 Ja, Kilo. geht. Ja, 6, 7 Kilo. Max. Ja, max ja. Ja. Das Ja. ist eigentlich super. Ne? Aber
Ja, wie gesagt, du hast einen Freund von dir, macht eigentlich die Dreharbeiten. Ja, hier zum Glück. braucht man schon etwas, ja, wie Bisschen sagen wir das, Ahnung Erfahrung braucht man. und Ja, Ahnung. ein bisschen Ahnung braucht man. Und die Narbe ist auch gemacht, die? Ja. Ja, Ja, oh ja. Scheibenbremse. Ist auch nicht original. Die Achse ist gemacht. Ja, schön gemacht übrigens. Ja. Hat er das selber gedreht? Ja, und alles wieder schön schwarz lackiert. Ja, das ist toll. Ja, sieht einfach super geil aus. Naja, hier hast du noch etwas Arbeit, sehe ich. Ja, die Mit Elektra Beleuchtung. muss noch. Ja, schöne Reifen drauf. Ja, Ja, bisschen breiter. Kennzeichen am Seite. Ja, ist auch schön. Schön, aber Wir sehen's. nicht zugelassen natürlich. Nee. Aber wenn ein Polizist das sieht, gehst du an die Seite. Ne? Sowieso. Und dann hier noch etwas. Ja, Ja, das finde ich. Wieso? Weil hier hat naja, mein Sohn hat gesagt, okay, dann, der ist der Roller von seiner Schwester Ja? gewohnt. Ja? Der hat so einen Anzeiger für Benzin. Ja. Er sagt, wo ist mein Anzeiger? Ich sag, ist nicht da. Braucht man nicht. Aber wie denn? Ist ja so, muss man machen. Ja. Hören und dann so. Und dann Glück haben. Ja. Ah, sagt er, das ist doch Kacke. Ja, stimmt. Ich sag, dann mussten wir hier einen Anzeiger oder irgendetwas Ja. machen. Dann hat er gesagt, wie viel geht eigentlich drin an Benzin? Ich habe keine Ahnung, aber zu wenig. 3,1 Liter. Immer zu wenig. Ja, immer zu wenig. Dann hat er gesagt, können wir da nicht etwas extra machen, dass ich mehr Benzin habe? Ja. Nur und dann vielleicht Ja, wenn man eine Strecke fährt. ja, Ja, genau. ein bisschen rumgucken, so in der Halle. Ah, Feuerlöscher. Ja. Naja, leer machen, draußen, Da, fertig, nee. geschraubt, gespült. Habe ich Ja, draufgeschweißt. dran geschweißt. Unten dran haben wir verbinden mit denen. Haben wir gleich einen Anzeiger, oldschool. Ja. Kann er sehen, wie viel Kraftstoff noch drin ist. Und 2 Liter extra, denke ich. 1,5. Und 2 Liter, ja. Ja, 2 2 Liter Liter extra. extra. Ja, toll. Super. Perfekt. Eigentlich perfekt Schön gemacht. lackiert und fertig. Und fertig. Ja, das Ist ist alles nicht so schwer. Nee. Man muss ein bisschen Ideen haben. Ideen haben. Ja. Und ein bisschen Fantasie. Ja. Und ja, das ist, ja, Ja. dann kommt man auf solche Sachen. Ist super. Sieht einfach geil aus. Farben sind auch echt, ja, ich finde das echt super Farben so. Gute Kombination mit Rot. Ja, Und- er wollte erst mit Orange. Und keine Opel-Farbe. Nee, soll nicht immer Opel sein. Nee. Soll nicht immer Opel sein. das ist auch wieder so. Nee. Ja, das macht man fast jeden Tag, ne? Natürlich. Ja, Ja, jeden sehen wir. Tag ist Opel so, dass man auch mal was anderes. Ja, das sehen wir gleich. Ja, Ne? ja. Und dann haben wir hier Noch von ein deinem Projekt. älteren Sohn. Ja, da haben wir auch extra gekauft, so für Spaß. Und Ja. da haben wir einen Waren noch Teile übrig. wir haben dann sowieso ja, Teile ohne Ende. Ja, aber das ist super natürlich. Ne? Das sehen wir auch öfter bei unseren Kunden. Die haben dann einen sehr schönen Maxi und da haben die noch einen Rahmen rumliegen, einen Motor rumliegen, ein paar Einsatzfelgen rumliegen. Ja, Ja. Und dann baut man einfach noch etwas. Ja, und warum dann, nicht? Und dann kommen oft eigentlich die schönsten Ideen. Ja. Weil da kann nichts passieren jetzt. Ne? Wenn da eine kratzt Nee, drauf, kommt das kein ist- Problem. ist Ne? egal. Man kann alles noch machen, Ja. was man will. Und Wir das machen wir sowieso Ja. auch erst alles zusammenbauen. Ja. Das haben wir mit denen Ja. auch gemacht. Alles zusammenbauen, dass alles funktioniert, Oh, mach alles das. stimmt. Warte Dann mal. alles wieder Das, zerlegen. das mache ich mal. Leute, wenn wir ein Projekt bauen, baue immer vorher Ja. alles auf. Weil wenn man noch, ja, zum Beispiel, had es letztens noch mit einer Kunde, da war ein Problem mit Lenkkopf. Da musste er noch schweißen. Also ja, eine Fehler gemacht. Lenker, ich denke Lenkeranschlag heißt das auf Deutsch, Ja, ja. war nicht vorhanden. Hat er nicht gesehen. Aber wenn man vorher baut, dann Mock-up, ne, sagen Ja, wir ja. eigentlich in Autosprache, Mock-up machen. Also bau das auf, weil später, wenn man noch schweißen muss oder schleifen muss, man muss nicht daran denken. Also Nee. immer vorher bauen, dann zerlegen, lackieren, was Dann man noch will zusammenbauen, und ja. dann zusammenbauen. So geht das eigentlich bei dir Bei der Autos ist so natürlich das genau Gleiche. so. Ja, Ne? ja, Also ja. das wird aufgebaut und dann wieder zerlegt. Ja, ja. dann Erst neu aufbauen. alles anpassen und wenn alles angepasst ist und funktioniert, dann zerlegen und dann Weitergehen. schleifen, lackieren. Genau. Und wenn man dann zusammenbaut, hat man keine Überraschung mehr. Nee, das ist das Wichtigste. Ja, und er wollte eine Batterie haben. Ja. Ja, aber wo? Ich dachte, okay, mach wir hier ein Loch Ja, drin. im Rahmen, ja. Ja? Ja. Habe ich so einen Deckel genommen von von Bohren. So eine Nee. alte Kiste von Bohren. Nee. Ja, Ja, ich sehe das. Ja, so ein Blech. ja so ein Blechdeckel. Eine ja. Blechdeckel. Und hier hinten habe ich ein Oh Loch Mann. gemacht. Und da liegt jetzt eine kleine Batterie drin, 12 Volt. So, die können wir dann, die Lampen, alles und alles können wir ja. dann da drauf Dann machen. bist du der Zweite, weil
ich habe das auch mal gemacht. Ich habe auch von Alu eine Klappe gemacht in meine Rennmofa. Und da ist, wie sagen wir das, Spule. Zündspule ist da drin. Ja. Und ich habe meine Bremsseil hinten habe ich auch hier zerlegt im Rahmen, kommt hier wieder raus und dann zum Bremsanker. Also Auch dann eine Idee. Ja, dann sieht man das nicht. Ja. Dann ist alles versteckt. Ja, du hast das hier wieder schön gemacht mit so Ja, einer so ein Rohr Aufnahme. drin und dann geht er da durch. Sind alle Details. Ne? Ich denke, das müssen wir noch mal zeigen. Das ist auch schön. Aber ja, wie gesagt, man muss dann viele Löcher hier machen, weil hier ist das dicht natürlich, die Rahmen. Ja. Man muss hier raus und da habe ich hier am Gabel 2 von diesen Ringen aufgeschweißt. Und da geht er lang. Geleitung. Ja, Aber das sind Ideen, muss man vorher machen. das geht später nicht mehr. Nee, geht nicht mehr. Also ja, Teile, wie gesagt, ja, ich habe das bereits gesehen natürlich. Ja, und man hat immer Zu wenig. zu wenig. Ja. Ne? Zu wenig Raum und zu wenig Ja, Teile. ja. Das ist beide. Das ist also noch vielleicht für Ja, das diese wird noch Reidemacho-Idee. für den Ne? Umbau. Ja. Das ist typisch Reidemacho. Und ich habe auch die Aufkleber dafür. Also wenn der Prüfung da ist und der Kennzeichen ist da, zerlegen, Genau. schön lackieren, neue Aufkleber drauf und dann als Reitermacho Ja, aufbauen. als Reidemacho Ja. aufbauen. Ja, Ja. verstehe, das ist super. Und ja, dann ist das schön, dass man natürlich die Teile einfach vorhanden hat. Ja, das wundert mich, dass die Teile noch so viel da sind. Ja, für Opel ist das immer schwierig, Teile zu bekommen, aber für Puch... Naja, wir haben natürlich, ich denke, wir sind jetzt 14 Jahre da in der Puchszene. Und ich denke, dass wir haben sehr viel damals angerufen nach Lieferanten. Kannst du das machen? Ja, nee, ich habe keinen Bock drauf. Wir machen nur Rollen. Zu wenig. Oder wir machen nur Motorräder in Asien. Oder wir machen zum Beispiel Yamaha. Ne? Du kennst das, diese Auspuffen. Die arbeiten jetzt für 90% für Ikea. Ikea? Ja, die machen da diese Füße für Tische. Oder für Bürogestühle. Weißt du, diese Unterseite? Ja, bringt mir aber. Genau, Masse ist Kassa. Ja. Also Masse ist Kasse. Nee, Aber man Masse muss ist- etwas machen in dein Leben, was Freude macht. Ja, was Freude Es macht. geht nicht immer um Geld. Wir sind, wie gesagt, 14 Jahre dran jetzt. Und nur das Einzige, was wir noch brauchen, ist ein Primärantrieb. Also das große Stirnrad im Motor. Ich sehe Ja. gerade hier nicht rumliegen. Nee, die haben da noch da mehr hinten. Teile. Ne? Ja. Und wir haben noch einen Rahmen. Aber das ist Rahmen wird schwierig. zu teuer. Ja. Es wird einfach zu teuer. Das ist das Problem. Ja. Aber naja, aber was haben wir hier noch mehr, Leute? Oh, da ist Lackiererei ist dann die Arbeit. Ja, die Kollegen sind dabei. Oh, super. Erstmal jetzt sauber machen. Sauber machen. Ja. Super, Leute. Na, dann gehen wir mal weiter. Schauen wir uns mal die Autos an. Ne? Du hast schon gesagt, du bist angefangen mit Opel. Ja, früher gehabt. Eine Das Kunde, wie geht das eigentlich? Eine Kunde kommt zu dir mit einer Opel Ja? in immer schlechter Zustand natürlich. Ja. Das Sowieso. nimmer das Nee, das sind immer die Beauties. natürlich eine Scheune Fund, die ganz neu ist, Nee, findet gibt's man nicht mehr. Ne? Gibt's nicht mehr. Ist immer Arbeit dran. Also zuerst, Kunde kommt mit einem Auto und wird dann, wie geht das? Das wird entlackt. Kunde bringt Auto komplett demontiert, Ja, zerlegt, alles runter und dann wird er auf ein Rollgestell gemacht. ja, So wie das. ja, super. Dann geht der Karosse erstmal zum Entlacker, Ja, wird er mit Tauchbad chemisch entlackt. ja, Dann geht er in einen anderen Tauchbad für Rostentfernung. ja, genau. Entrostet, fertig. Dann wird er ein Schutz, wie sagt man das? Da wird da Schutz drauf gemacht. Ja, Primer. Nee, so blank. Oh, echt? So Wachs oder so. Oh, Wird okay. drauf. Ja, ja. So ein Karosse kann 4, 5 Jahre stehen. Passiert nichts. Kein Passiert Flugrost, gar nichts. Okay, okay. Das ist super. Ja. Weil das sind natürlich auch Projekte, wie lange, naja, da können wir Ein eigentlich Jahr, später- sowieso ein Jahr. Sowieso ein Jahr. Sowieso ein Jahr. Weil, Wartezeit wegen Aushärten von der Zwei-Komponenten-Farbe. Lack. echt, ja? Ja. Das dauert eigentlich das Ja, längste? das dauert sowieso 4 Wochen, bis die Zwei-Komponenten-Lack ausgehärtet ist. Nee, Ja, sowieso 4 Wochen. Er ist trocken, aber nicht durchgehärtet. das habe ich auch. Ja, das ist für mich auch alles wieder neu Ja. natürlich. Ich denke für unsere Kunden auch und unsere Zuschauer 4 Wochen lang. Und
dann ist das in diese Schutz. Ja, dann wird erst, kommt er in ein Drehgestell. Aber ja. dann kann man auch schweißen. Ja, ja. Diese Schutz ist Ja. so dünn. Ja, das ist, Okay. das ist so ganz, ja, Mikron. Ja, okay. Ja. Dann, wenn er dann zurückkommt, ich hole ihn dann ab in einen geschlossenen Hänger. So, Ja. und kein Wasser drauf, mit Regen oder was. Ja, ja. Dann haben wir Drehgestelle, haben wir da stehen. Ja, der Spit, Ja, Rotierung. Rotierung. Ja, und dann Ja. machen wir, wenn er entlackt zurückkommt, geht er ins Drehgestell. Ja. Dann wird er geschweißt, so neuer Radlaufen, Bodenbleche. Ja, wie zum Beispiel hier natürlich. Ist eigentlich ein ganz gutes Vorbild. Ne? Ja, Also, das ist natürlich ganz verrostet. das war verrostet, weg. ja, weggerottet. Und dann wird das hier wieder geschweißt. Und später wird das natürlich wieder alles glatt gemacht. Ja, erst wenn die Schweißarbeiten fertig sind, Ja, natürlich. Ja. dann ja. kommt Epoxyprimer drauf. Ja. Das wird erstmal sauber gemacht mit Silikonfetter und geschliffen. Ja. Dann kommt Epoxyprimer drauf, Ja. dann geht er hoch in der Stufe, Ja. dann steht er 4 Wochen da. Dann kommt er wieder Auch runter. wieder? Ja, der Epoxy steht 4 Wochen. Erstmal aushärten. Mann. Also, das sind dann 2 Monate weg. So Ja, schnell. das dauert Und so dann ein Jahr. Schweißarbeiten, ja, daher das kommt man dauert so natürlich. ein Jahr. Boy. Und wenn der Epoxyprimer ausgehärtet ist, kommt er wieder runter. Dann werden die Teile alles schön. Ja, ja, aber Angepasst. alle Nahten müssen natürlich sauber sein. Das Ne? ist ein Repro-Kotflügel. Oh, da muss man. Original ist nicht zu finden. Nee, aber da muss man immer dran. Aber die passen gar nicht. Nee. Das Das, wird alles bearbeitet. das ist echt so, wie es kommt hier. Ja, so, Also so mit- kommt es. So. Dann hat man einen Kotflügel und so. Mein Gott. Besser geht nicht. Ja. Nee, aber ja, das ist deine Arbeit ja halt. Ne? Und das Wir muss machen, wieder. dass die Teile alles perfekt passen. Dann wird geschliffen, hier und da gespachtelt, wieder geschliffen. Dann kommt der Spritzfüller drauf, geht er wieder hoch. 4 Wochen steht er Ah. oben, trocknen. 3 Monate weg. Ja. Nur Dann kommt mit. er wieder runter, dann wird er geschliffen, dann kommt er in der Grundierung, geht er wieder hoch. 4 Wochen. Dann kommt er runter und dann wird geschliffen und lackiert. Ist ein Maxi etwas einfacher, ne? Maxi geht schneller. Und dann, ja, da haben wir da noch eine Stufe. Komm mal mit, Leute. Das ist eine Manta, glaube ich, ne? Ja, Manta B, Manta B. Ich habe nicht so viel Ahnung davon. Also, du musst Baujahr mal ein klein... 84. Oh, das ist eine Rallye. Ist das ein... Nee, ist keine Rallye. Das ist ein Evo, Mansell Evolution. Noch nimmer davon gehört. Noch nimmer. Musst du mal gucken auf Internet. Ja. Da sind bestimmt Bilder davon. Ist das für die Straße gebaut oder für Ja, Rennfahren? Straßenauto. Straßenauto? Man hatte da früher, Mansell war da ein Tuning für Opel. Ja, Mansell, ja. Und da konnte man so einen Manta dahin bringen, da wird er umgebaut auf 6-Zylinder, 3 Liter 6-Zylinder, 24V. Nee. Und dann wird er ganz verbreitert mit Bodykit und lackiert und dann Also, breite Felgen. aber original Opel. ja, die Ja, Mansell hat das Mansell. gemacht für Opel. Ja, wie AMG Wie für Oettinger Mercedes, für Golf Oettinger und- für ja, Volkswagen ja, AMG, ja. und Quattro für Audi. Ja, Ne? ja, Eigentlich. stimmt. Mann, und Und das ist... der Kunde hat das Auto, das ist ein Kunde aus Lochem, Oh, echt? der einzige aus Lochem. Ach, Und der hat so ein Bodykit damals gekauft. Da hat er auf der Boden oben, ja, Dachboden, ja? ja. Und da kam er hier, das Auto war schrecklich, wenn der hier kam. Ja. Die haben da so einen Repro-Look, Rallye-Look gemacht. Ja, Scheiße. okay, alles scheiße. Ja, und der hat gesagt, okay, ich dachte so erstmal, wird nichts, weißt du, keine Kohle, wird nichts. Und der Kunde hat gesagt, okay, ja, und wie fangst du an? Ich erstmal mit Entlacken. Dann sagt er, okay, dann sind wir hier richtig. Er sagt, ich habe einen neuen Breitbausatz von Mansell Evo. Und da hast du, wow, hast du Wieso? schon gestaunt. Neu? Neu geht nicht. Gibt's Ganz nicht. neu? Ja, ganz neu. Ich sag, wo dann? Ja, so seit lange. Ja, ja. Dann hat er gesagt, die will ich auf das Auto haben. Weil Ja, der Firma Mansell, sind die noch da? Nee, oder? nee, wird nicht nicht mehr, mehr ne? gemacht. Nee, Nee. nicht mehr. Imscher ist noch da. Irmsche ist noch da. Irmsche ja. ist noch da, Steinmetz weil das ist auch ist- noch da. Steinmetz, Die ja, fangen aber- jetzt wieder an mit kleinen Sachen wieder. Und Repro-Teile. Ventildeckel und alles wird wieder gemacht. Okay. So, das- Genauso eigentlich wie Oettinger macht das, glaube ich, auch wieder. Ja, ja, Also, ja. Und das hier ist Stufe 3 oder 4 bereits? Das ist Stufe 3, sag mal. Weil ich das ist sehe- die Grundierung. Das ist Grundierung. Ja. Okay, Ja. und dann danach ja, Wird wieder geschliffen und dann wird lackiert. Seh mal hier. Ja. Hey, Michael Thomas Walker, seh mal hier. Hast du auch, ne? Eine Kunde von uns. Ja, Jungs. Ja, super sauber. Ja, Und das ist echt seit ein Jahr hier. das Auto Kann man steht ruhig schon sagen. ein Jahr hier. Ja, kann man ruhig sagen. Der ist Ja, jetzt fast Jungs. fertig.
das ist Restaurierung, ja, ich finde das echt, das ist so super, dass das alles stimmt, alle Farben stimmen. Originale Farbnummern sind noch vorhanden? Opel hat damals 2 Farben gehabt, gelb für den Blinker unten und der Blinker oben. Ja? Der gelb-weiß und der gelb-schwarze, das Ja. waren 2 verschiedene Schichten gelb. Oh echt? Und die Lacklieferanten haben gesagt, nö, das ist ein. Brillant und Signal ist gleich. Nee, ist es Nee, nicht. ist nicht. Für Nee. den Blinker unten, so wie der, ist der Farbe etwas roter, mehr rot. Ja, Der verstehe. andere von den gelb-weißen ist mehr grün. Sondern die mehr grün kann ich noch anfertigen hier. Ja. So, dann habe ich ein Original GTE habe ich hier mal gehabt, mit noch Originallack drauf. Habe ich aufpoliert, Tja. habe ich die Farbe angemischt auf Original. Ja, so geht, ja. Und jetzt habe ich auch die originale Farbe für Probelackierung machen, mal ein wieder- Muster machen und mal wieder Muster machen. Ja, so So, geht das das. ist die richtige Farbe für einen Blinker unten. So wie das von Opel. Damals schon war. Ja, Genau. Ja. Ja. Aber dann wegen Lack viel besser. Ja, Qualität ist jetzt Ja, natürlich Qualität ist viel viel besser. besser. Ja, absolut. Und wir benutzen für so ein Auto, so ein Projekt, so ungefähr 7 Liter Lack. Nur für Wie ein viel? Auto. 7 Liter. Nur für ein Auto. Was kostet 1 Liter Lack? Im Moment hängt ab von der Farbe, aber ich denke, die gelbe so 180, 190 Euro. Exklusiv Mehrwertsteuer. Pro Liter. Ja, und das ist nur Lack. Und noch härter und Verdünnung dazu. Okay. Ja. Jungs, ja. Oh, Ja, die so ein Tür. Projekt kostet Geld, Ja, aber nee. man hat auch was. Dann hat man auch wieder Eine neue alles. Karosse. Ja. Das ist eigentlich ein Neuwagen. Ne? Eigentlich eine neue Karosse, aber dann noch besser wie neu. Und dann die Kunden, du liefert das eigentlich so, Karosse mit Achsen. Ja, wenn Für Transport? wenn die Achsen hier sind für Transport und sonst auf ein Rollgestell oder was. Ja. Okay. Ich baue nicht mehr Autos zusammen. Nee, okay. Nicht mehr. Nee, das zu machen viel die Kunden selber Ja. oder Ja, ein anderes Geschäft. ja macht das. Schrauben kann fast jeder. Genau. Wäre auf jeden Fall, ne? Da habe ich außen, vielleicht ist das auch noch interessant, zeigen wir das noch mal schnell. Da sind auch noch ein paar schöne Autos, ne? Ja, außen, das ist... Das war gleich, wenn wir hier Alfa Sud. im Anfahrt hier waren. Ja, Alfa Sud. Ja, Alfa Sud. Alfa Sud. Wann sieht man das noch? Nimmer. Nie. Nimmer. Die sind fast nicht mehr da. Die sind alle sind bereits so so selten, ja, ein die- Haufen Schrott geworden. Wenn Ne? man Alfa Sud sieht, sieht man nur Rost. Sieht man nur Ja, Rost. nur ein Loch, Rost. Und das ist wieder eine Kunde, der Ja, ist natürlich Liebhaber Ja, sowieso. von Alfa. Ja, Fährt sowieso. auch jetzt ein Alfa privat, denke ich. Ja, der hat mehrere Alphas. Er hat auch eine Firma mit Alphas. Okay. So, der hat der Sud gefunden in Italien in eigentlich Macht nichts. guter Substanz. Oh, der war, ja? Ja, der war eigentlich noch recht gut. Das ist Wir haben, selten, da ist was Schweißarbeit gemacht, aber Ja, okay. nicht schlimm. Aber ja, diese Farbe, das Original rot, denke ich, ne? Von diesen Ja, Alphas. original Ja. von den Alpha Sud. Rot haben wir jetzt gemacht. Dann Und wird ist- Und ist jetzt gerade aus dem Lackiererei ja, gekommen. gestern war er lackiert. Und dann ist alles so mit Klebeband und Ja, Papier. Ja, Ja, weil ja, ich denke, jeder versteht das eigentlich. Aber das Innenseite ist schon lackiert natürlich. ja, in Grau. Oh, echt? Das wird ein Semi-Rennwagen. Ja. Eine Kopie von damals. Ja, Und die okay. waren alle grau. Mit alle Aufkleber drauf. Ja, alles mit Ah, Farben. super. Gold kommt noch drauf, grün, weiß kommt noch drauf. Oh, du hast ein Bild davon, ne? Hab ich. Wenn wir die später, kannst du die via E-Mail schicken? Ja, sicher. Machen wir Sicher. das dabei hier im... geht das, Robert? Ja? Ja, geht. Bestimmt, Okay. Ja, bestimmt. machen wir in Ordnung. Naja, und hier, ja, Ja, das ist, ja, super selten. the Ne? Holy Grail. Ja, das ist der Holy Grail, ja. Ja. Ein 400. Und was ist die richtige Bezeichnung? i400 oder Ja, 400i? Opel Manta i400. i400, ne? Ja, Das ja. war richtig. Das ist ein Repro. Ja, Repro, aber ja, die sind... Ja, aber das sieht man von außen so auch nicht, ne? Nee. Felgen machst du selber, ne? Ja, Fertigst du selber bin an? angefertigt. Ja, Ah, C&C super. gefräst, Felgbetten, zusammenschrauben, lackieren. BBS? BBS Schalen drauf. Ja. Und dann, Ja. ja. Absolute Klasse. Und die Schmuckstück. Kunden kommen von überall, ne? Ja, Ich sehe der ist hier aus Belgien. Belgien. Ja. Du hast gesagt, zu mir, Norwegen, Schweden, Schweden, Deutschland. Ich hatte mal ein Auto gebaut für einer aus Israel. Ja, Ein schwarzer 400 Ascona, in Israel. Israel. So, Ja, überall. genau. Ja, und hier ist eine im Rotisserie, ne? Ja, der Also- ist jetzt in der Epoxy-Primer. Ja, Auch ein Ascona und da kann man 400. das so ja, die drehen. kann man so drehen. Kann man einfach, An Ja. der Unterboden Und- arbeiten. ja, und, genau. Ja. ja, super. Und das ist jetzt im Epoxy.
Ja. Also muss auch noch ein paar Wochen. Ja, sowieso noch 3 Wochen steht Ja. er. Ah, Und toll. dann können wir auch alle Teile anpassen und ausrichten und dann geht's los mit Schleifen. Dann haben wir noch deinen Dachboden. Ja. Und ich denke, das schließen wir da mal ab, weil, da kannst du vielleicht da sehen, Leute, seh mal da, hinter dem Fenster. Ja. Was ist das eigentlich? Das ist Kadett Coupé. Kadett Coupé. Ja, und der war meiner, aber wegen Zeit, ich habe keine Zeit mehr, ich habe ihn geschenkt an meinen Sohn. Also ja, wir sind beide, ja, das wollten wir noch erzählen. Wir Ja. sind beide eigentlich aus Hobby angefangen. Ich mit Puch, du mit Opel. Ja. Und jetzt haben wir keine Zeit mehr für Hobby. Nee. Wenn Hobby Arbeit wird, ist keine Zeit mehr für Hobby. Nee, genau. Aber ja, macht nichts. Ja, ne? macht nichts. Auch gut. Egal. Ne? So, die Jungs sind froh damit, dass ich keine Zeit mehr habe. Die haben beide jetzt einen Coupé. Genau. Na, gehen wir mal zum Dachboden. Ne? Ja, gehen wir mal hoch. Das ist der Coupé. Ja. Da haben wir gerade gesehen, wir können Hobby. gar nicht da kommen. Nee, leider. zu viel. Aber naja. Zu viele Sachen. Macht nichts. Also, ja, Ist auch Lager hier. Lager. Kein Showroom ist Lager. Teile. Ja, Teile ohne Ende. Teile ohne Ende. Muss man haben, sonst, wenn man schnell Teile braucht, findet man nicht. Nee, findet man nicht. Also man du bist auch ständig auf die Suche nach Teilen? Ja, eigentlich ja. Internets immer. oder- Ja, sowieso Blechteile. Hauben, Kotflügel, Türen, alles. Immer. Ja, und die Preise gehen so schnell hoch. Das geht in jeder Woche kostet mehr. Ja, das ist echt so schade, ne? Ja. Aber ja, da kann man... Oh, das ist echt 80er. Ja, Engelmann-Spiegel. Ja, 80er Jahre. Ja. Oh Für den Mann. Ascona Sport, den i400. Engelmann, ja, Ja. genau. War auch am BMW? Ja, stimmt. Und der Alpha braucht die auch noch. Genau. War auch Engelmann dran. Naja. Das sind diese Dinge. Ja, die findet, ich denke, wenn man Nee, die findet man nicht viel Du mehr. hast die Neu jetzt. sowieso nicht. Aber wenn du die morgen benötigst, Nee. Kann man wird die schwierig. kann man die nicht finden. Muss auch eBay gucken oder. ja, genau, Muss man Glück haben. Kleinanzeigen. Aber Und da dann sind noch, bestimmt noch so viele da, aber die wollen auch nichts abgeben. Ja, oder die sind irgendwo in eine Scheune. Ja, und die wollen nichts abgeben und die. Und die haben recht, ne? Ja, Das ist auch so etwas. Naja, ja Teile. Teile. Und Bayerische Motorwerke. Jawohl, Ja, haben wir auch noch. ja, super. Ist deins oder Kunde? Nee, auch Kunde. Ja, und hier sieht man zum Beispiel, was da natürlich nach vorne kommt. Ja. Wenn das hier ist entlackt und Das ist insgesamt- entlackt. und- Nee, das war damals schon mal gesandstrahlt Ja. und lackiert und jetzt ist er wieder entlackt. Ja, und das sieht man. Dann sieht das so aus. Und das ist ja halt deine Arbeit. Ne? All diese Probleme hier Ja. müssen wieder voll in Ordnung Darum sein. ist es auch so schwierig, einen Preis zu machen. Und Geht nicht. normal sieht es so aus. Oh, Und nachher ist es so. Das sieht schon 100-mal besser aus. ja, das ist... Aber wenn hier alles Lack drüber ist und Spachtel, sieht man nicht, wie schlecht das sein kann. Nee. So deswegen, wenn er entlackt ist, jetzt hat man auch Ahnung, okay, Ja. so schlecht ist er, das muss alles gemacht Und, werden. aber dann noch ist es schwierig natürlich, um Blech, weil das ist eine, welches Baujahr? Keine Ahnung, kann ich so nicht sagen. 67, 66 denke ich so In etwas. den Jahren 70. Anfang Schon 70er Jahre? Ja, ich Okay. denke so ungefähr. Aber dann Teile. Und das ist natürlich nicht in deine Straße, weil Opel ist deine Ich Spezialität. frage dann immer der Kunden, selber die Teile zu Bitte. besorgen. Ja, natürlich. Sonst, Ja. Nee, geht nicht. Nee, Geht nicht. Keine Geht Ahnung, das kostet so viele Stunden für mich, um Also- einen Kotflügel zu finden. ja, Fremdmarken sind also keine Problem, aber da muss echt der am Kunde... liebsten alles dabei. Und der Kunde hat jetzt, der Kotflügel war ganz schlecht, der hat einen neuen Kotflügel gefunden und neue Tür, Haut, Ja, hat er sonst alles geht gefunden. nicht. Aber das sind Projekte, das dauert mehr als ein Jahr, ne? Ja, sowieso. Okay. Ja. Und da haben wir ja hier noch... Ja, Weil du hast BQP. in Kurzen im September hast du eine offene Tür. Ja, Tag der offenen Tür haben wir Tag der dann. offene Tür. Ja, und dann, der bleibt auch. Wann? 18 September. 18 September. Na, Ja. da sind wir auch wieder vor Ort natürlich, aber dann ohne Kamera. Ja, ist prima. Aber ja, das ist das Endresultat. Ja, So geht es an der Kunde. ja, Also dann ist alles lackiert, alle Nahten sind super. ja. Streifung drauf, alles so wie ja. er sein soll. Also das machst du auch noch, Aufkleber? Ja, das ist lackiert. Nee. Ja, das ist lackiert. Fühlt sich an wie Streifung, aber ist lackiert. Ja, super. Ne? Ja, ich finde das echt super. Naja, Erwin, ich bedanke mich herzlich. Gern gemacht. Es war sehr interessant. Ich hoffe, unsere Kunden finden das auch interessant. Mal etwas anders als nur Puch. Ne? Ja. Und was du hier machst, ja, das ist einfach affengeil. Das sieht man nicht jeden Tag. Wir gehen im Urlaub. Du auch? Ja, Gehst du auch noch in sicher. Urlaub? Ja. Okay. Ja. Muss. Geschäft zu? Ja. Ja, nou, Ja. Unser Geschäft geht nicht zu,
Aber wir gehen 4 Wochen im Urlaub. Also das hier bei der Erwin ist eigentlich der letzte vor Sommer. Und da gehen wir natürlich in 4, 5 Wochen, dann sind wir wieder da. Ne? Und ich bedanke euch fürs Zuschauen, für alle Videos, die wir bis jetzt gemacht haben. Und ja, da sehen wir einander wieder am Ende August, Anfang September. Okay, also, sind da noch Fragen? Auch Opel-Fragen natürlich. Schreibt die einfach in die Kommentare oder an info@buchshop.de. Und vergesse nicht zu abonnieren, Klingel zu drücken und dann sehen wir einander in ein paar Wochen wieder. Okay, ciao. Tschüss.